Ist es nicht schön hier? Hier will man doch gerne leben, oder? Der Bus kommt nur 3-mal am Tag, von einer Verbindung in die Stadt am Wochenende ganz zu schweigen. Man kann nicht mal jemanden anrufen, damit man abgeholt wird. Weil es gibt mal wieder kein Netz. Und ziemlich oft ist auch einfach nichts los. Kommt euch das bekannt vor? Unberührte Natur oder strukturelle Probleme? Zum Ländlichen gibt's viele Bilder. Manche sind positiv, andere negativ. Dieser Film zeigt aus einer kulturwissenschaftlichen Perspektive, wie sich das Leben auf dem Land abspielt. Aus der Sicht von jungen Menschen. Wie nehmen sie das Land wahr? Wie leben sie dort? Mit Dorfgemeinschaft und Natur, fehlender Infrastruktur und Coping Strategies. In den Medien ist das Land vor allem unter dem Schlagwort Landflucht präsent. Es sei halt nichts los auf dem Land. Oh, wie schön ist das Landleben. Wirklich? Landleben. Nichts wie weg hier. Stadtkind oder Landei. Keinen Bock mehr aufs Landleben? Leider nachvollziehbar. Landlust oder Landfrust? Wenn StädterInnen ins Dorf ziehen. Was wollen die eigentlich alle auf dem Dorf? Wir haben uns die Frage gestellt, warum hat das Land eigentlich so einen schlechten Ruf? Wir sind Studierende der empirischen Kulturwissenschaft der Uni Würzburg und wir leben selbst auf dem Land und wollen diesen Sozialraum besser verstehen. Dabei interessiert uns besonders die Perspektive von jungen Leuten. Wie gestalten sie ihren Lebensraum und ihren Alltag? In einer Studie des Statistischen Bundesamts kann man erkennen, dass nur 15% der Bevölkerung in Deutschland in Gemeinden mit weniger als 5000 EinwohnerInnen leben. Der Anteil der Landbevölkerung ist sogar auf dem niedrigsten Stand seit 1871. Diese Zahlen zeigen einen Trend. Es gibt immer weniger kleine ländliche Gemeinden und immer mehr große Städte. Ist das Leben auf dem Land einfach unattraktiv? Das wollen wir herausfinden und haben dafür junge Menschen in Franken gefragt, was sie an ihrem Alltag auf dem Land problematisch finden. Zum Einkaufen muss man dann vielleicht doch mal mit dem Auto fahren. Dass die Bus- und Bahnverbindung halt kacke ist, das stimmt halt echt. Also man kommt hier nicht weg, wenn man es nicht plant. Man muss im Voraus genau schauen, wie man wohin kommt. Man muss halt immer schauen, wie man wohin kommt. Ob man wohin kommt, das stimmt natürlich schon. Meistens muss halt jemand mit dem Auto hinfahren und dann eben auch nichts trinken. Oder wir machen halt bei uns Gaudi, das sollten wir auch hinkriegen. Dass wenn es diese Strukturen nicht gibt und es niemanden gibt, der so den Willen hat zu sagen, so okay, ich gehe da jetzt raus und nutze meine Energie, die ich habe, dafür hier irgendwas aufzubauen im Dorf und muss damit erstmal mit Leuten, die viel älter sind als ich, mich streiten und sonst irgendwas und denen erklären, macht man halt nicht und dann ziehen Leute halt eher weg. Der Nachwuchs langsam fehlt. Fehlende Mobilität und Infrastruktur sind zwei große Probleme im ländlichen Raum. Wie gehen junge Menschen damit um? Das ist eine Frage, die auch KulturwissenschaftlerInnen beschäftigt. Der finnische Kulturanthropologe Lauri Turpainen schaut in seinen Studien zur Jugend im ländlichen Raum beispielsweise auf Coping Strategies, also Bewältigungsstrategien. Mit diesem Begriff möchte er zeigen, wie Menschen konkrete Alltagsprobleme auf dem Land lösen. Was zum Beispiel passiert, wenn die letzte Autowerkstatt in der Nähe zumacht? Dann ist man auf dem Land ja erstmal ziemlich aufgeschmissen. Zur Erinnerung, man braucht meistens ein Auto wegen der fehlenden Infrastruktur. Turpainen hat erforscht, wie Menschen lernen, sich selbst zu helfen. Beispielsweise bringen sie sich das Reparieren bei oder schließen sich mit NachbarInnen zusammen, um das Problem gemeinsam anzugehen. Das sind Bewältigungsstrategien. Und solche schildern auch die jungen Menschen, mit denen wir über ihren Alltag auf dem Land gesprochen haben. Wir teilen uns mal ein Auto, also wir haben Fahrgemeinschaften. Da haben wir uns mittlerweile auch Wege gefunden, ja. Durch die SG, dadurch, dass viele Dörfer jetzt zusammen sind, kommen mehrere Junge eben zusammen und dadurch fangen wir das relativ gut auf. Wenn es Probleme gibt, gehen wir sie einfach an, anstatt zu überlegen, also einfach machen. Es gibt teilweise gemeinschaftliche Geräte. Ja, also man kennt auf jeden Fall immer wen mindestens, der einen kennt, der wen kennt, der ein Gerät besitzt oder so, das man vielleicht benötigt. Und es ist auch schon oft vorgekommen, dass man, wenn man sich das Gerät oder die Sache dann abgeholt hat, dass man dann doch ein paar Stunden länger als geplant geblieben ist. Und
sich vielleicht noch ausgiebig unterhalten hat, ist auch mit das Schöne am Landleben, dass man sich eben kennt und aushilft. Es gab eine Zeit lang mal einen Partybus, der organisiert wurde von der Gemeinde, aber das war leider nur als Wahlkampfmethode genutzt. Das war ganz schön. Auf dem Land gibt es verschiedene Möglichkeiten, strukturelle Probleme anzugehen. Gegenseitige Unterstützung und die Gemeinschaft stehen oft im Vordergrund, um Lösungen zu finden. Vor allem aber zählt der Wille, die Herausforderungen auch anzugehen. Da ist zum Beispiel Anastasia. Sie hat ein Café eröffnet und damit einen wichtigen Treffpunkt geschaffen. Die Leute kommen unheimlich gern zum Kaffee trinken und sind total dankbar, dass wir auch hier was eröffnet haben. Die Leute schätzen es sehr, dass wir auf dem Land hier was bieten. Dass man nicht immer in die Stadt reinfahren muss, dass man auch mit dem Fahrrad einen Ausflug aus der Stadt aufs Land machen kann. Anastasias Café zeigt, man kann auch was verändern auf dem Dorf. Das weiß man auch in der Forschung. Raum ist immer aktiv gestaltet. Das sagt zum Beispiel die Soziologin Martina Löw, deren Raumkonzept auch in der Kulturwissenschaft Anwendung findet. Räume sind immer durch Handeln bestimmt. Und damit haben wir auch Einfluss auf die Räume, in denen wir uns bewegen. Auch im ländlichen Franken können junge Menschen ihre Umgebung nach ihren Bedürfnissen verändern, sei es in Vereinen, privat organisierten Gruppen oder bei Festen. Jede und jeder sucht sich aus, wie er oder sie sich einbringen will. Das Gestaltungspotenzial bei uns ist schon enorm hoch. Es gibt schon Arbeitsgruppen und hier auch von den Festen Körper, Osterfeuer, also ist schon alles vorhanden. Also ich habe so eine kleine Pen-and-Paper-Gruppe und da habe ich einfach dauernd Leute gefragt, ob sie mitmachen wollen und das hat sich dann wirklich zu so einer Mini-Bubble entwickelt, treffen uns dann regelmäßig. Also man bringt sich halt eher in die bestehenden Strukturen ein und hilft da ein bisschen mit und kann die auch mitgestalten. Also da sind auch alle immer sehr dankbar für, gerade wenn es um sowas geht wie, nach dieser Veranstaltung mal brauchen wir Leute, die aufräumen und so. Es fängt oft spontan an, dass Leute einen spontan so fragen und dann rutscht man so mehr und mehr rein. Ich bin zweiter Vorstand bei uns im Kulturverein in Unterwurmbach. Wir sind ein Verein, der einen kleinen Mehrwert für die Dorfgemeinschaft bietet. Wir haben viele Mitglieder, die nicht bei uns im Dorf aufgewachsen sind oder frisch dazugezogen sind. Und durch unseren Kulturverein kommen die einfach ein bisschen mehr in die Dorfgemeinschaft rein. Man ist integriert und man hat auch viele Gestaltungsmöglichkeiten. Und also ich spreche jetzt vor allem von meinem Dorf, ist trotzdem ein sehr offenes Dorf. Ja, Seefest ist natürlich jedes Jahr immer die Gaudi bei uns in Ebing. Das ist ein Fest, da sind wir, glaube ich, alle recht stolz drauf, weil es auch ein sehr großes Fest doch ist. Was da organisatorisch dahinter steht für die Leute, die das machen, ist natürlich dieses Jahr auch wieder aufgefallen, weil ein paar Sachen einfach nicht mehr so selbstverständlich liefen wie die letzten Jahre. Was dann schon reinschlägt, muss man auch sagen. Und wenn halt die Leute nicht mehr sich da überwinden können, das zu machen, dann stirbt sowas halt leider auch aus und da muss man halt einfach schauen, dass man da irgendwie gegenrudert. Wobei auch die Stärkung der Dorfjugend wieder eigentlich ein Ansatz für so ein Problem wäre. Geht es um das Land, dann werden in aktuellen Diskursen vor allem die Probleme thematisiert. Fehlender Ausbau von Infrastruktur, ein Mangel an Gesundheitsversorgung, schlechte Anbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln, kein Internet und kein Handyempfang. Hier muss dringend was passieren. Und auch, wenn man diese Defizite nicht schönreden sollte, kann man am Beispiel Landleben sehen, Menschen helfen sich oft auch einfach selbst. Auf dem Land sind alltägliche Bewältigungsstrategien im Vergleich zur Stadt viel notwendiger. Es fehlt halt immer irgendwas. Die empirische Kulturwissenschaft geht davon aus, dass Menschen sich den sie umgebenden Raum immer und überall aneignen. Sie gestalten damit Raum nach ihren Wünschen und Bedürfnissen mit. Und das passiert auch auf dem Land. Wie ist es bei euch? Wie zeigt ihr Initiative, wenn euch etwas fehlt? Ich wollte dir nur mal